Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Peter Studio TV mit Jenny und Björn. Hier jetzt mit dem Thema Demo-Release. Richtig? Genau. Ja. Ja. Wir dachten, wir erzählen heute mal etwas über die Demo und das Prozedere drumherum. Denn wenn diese Folge ausgestrahlt wird, müsste es schon Februar sein, nach meiner Logik. Noch haben wir Januar hier. Noch haben wir Januar, wir sind Im ja Hier immer und Jetzt. ein bisschen in Vorlaufzeit. Ja. Und vielleicht ist es auch Ende Januar, aber ist auch egal. Denn es geht um den Februar. Ja. Es findet nämlich mehrmals im Jahr ein Event statt auf Steam, das Next Fest. Und man darf sich als Spieleentwickler oder Spieleentwicklerin anmelden für ein Next Fest während der Entwicklung. Und zwar für genau 1. Und darum muss man sich immer sehr gut überlegen, welches man nimmt, damit es möglichst kurz vor Release vielleicht stattfindet oder zumindest zu einem Zeitpunkt, an dem das Spiel weit genug ist und so weiter. Und beim Next Fest reicht man quasi eine Demo ein, die dann veröffentlicht wird und dann mit diesem Festival anderen Leuten auf der Welt gezeigt wird. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben für Februar unser Spiel angemeldet für das Next Fest und haben vor, das dort zu veröffentlichen. Also nicht das Spiel, sondern die Demo. Yay. Damit ihr euch das mal anschauen könnt. Genauer genommen haben wir zum jetzigen Zeitpunkt sogar vor, ein paar Tage vorher die Demo zu veröffentlichen, damit ihr vorher schon mal reinkommen könnt. Und dann mit diesem Schwung gehen wir dann hoffentlich in das Next Fest. Hui. Wir wissen allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, an welchem Tag. Und warum, das erklären wir euch heute. Ich weiß das sowieso nicht, weil Captain Kirk, Scotty im Maschinenraum. Genau. Ich baue nur die Demo zusammen und Ja. bratzel das alles irgendwie. Naja, werden wir sehen. Um eine Demo zu bauen, was muss man denn da alles machen? Ja. Was? Ach Gott, ich habe mich freiwillig gemeldet, ne? Ach ja, was muss man da machen? Also eine Demo hat ja normalerweise immer irgendwie einen abgegrenzten Bereich. Ne? Also Vertical Slice, Scheibe von der Wurst, irgendwie sowas. Und die Demo, die soll auch irgendwie alles zeigen, was das Spiel kann. Heißt also, irgendwie muss es auch die Geschichte erzählen, das muss dann irgendwie so den Spielstart ermöglichen, ein Tutorial muss rein, damit man weiß, was mache ich hier eigentlich, warum, wofür bin ich da, wer bin ich, wie heiße ich und wo laufen sie denn jetzt? Dafür bietet sich in unserer Art von Spielen, die wir immer gemacht haben, generell der Spielstart an. Seit Gothic 1, glaube ich, machen wir das. Ne? Spielstart oder irgendwie so. Wir hatten auch mal eine Demo damals, weiß ich noch. Das war die alte Mine-Demo. Die allererste Demo, die wir von Gothic veröffentlicht haben. Die hat sich kein Schwein angeguckt. Toll. Ja, war irgendwie so, war ja ganz nett. Aber dann hatten wir dann so den Spielstart veröffentlicht, ne? Also als Demo. Und dann auf einmal, oh ja, guck mal, das ist ja ziemlich cool. Ich weiß halt noch, wo wir bei Giga TV gesessen haben, ne? Und das Spiel dann präsentiert haben, so auch den Spielstart und wie das funktioniert und so. Und dann auf einmal, oh, guck mal, das ist cool. Das heißt also, der Einstieg in sowas ist wichtig. Das heißt, man weiß genau, wer man ist, man weiß, worum es geht und so weiter. Und Spielstart ist meistens irgendwie, der erzählt schon mal die Geschichte. Da weißt du schon mal, wo du dich befindest, wer du bist und welche Features du hast, ob du kämpfen kannst, ob du rätseln musst, ob du sammeln darfst, ob du, du orientierst dich, wie groß ist das Ganze, was habe ich zu erwarten, ist das spannend überhaupt, habe ich überhaupt Bock weiterzuspielen, nachdem ich die Demo durchgespielt habe. Und das heißt also, dass wir im Grunde genommen den Spielstart sowas so ähnlich wie so ein Tutorial aufbauen, dass alles mal so einen Querschnitt hat, dass alles irgendwie mal einmal präsentiert wird und das wird dann begrenzt. Das heißt also, das ganze Spiel wird im Grunde genommen an der Stelle abgekappt, wo die Demo zu Ende ist. Und das muss man dann gewährleisten, dass das funktioniert. Und das muss ich dann zusammenbauen, dann auf Steam hochladen oder wo auch immer. Ja. Und dann müssen wir das testen und dann kann man das spielen. Genau.
Also das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, müsst ihr euch vorstellen. Denn auf der einen Seite möchte man mit der Demo natürlich den Leuten zeigen, guckt mal, so ungefähr fühlt sich das Spiel an. Das ist es etwa, was ihr bekommt. Wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr später das Vollspiel kaufen. Und wenn nicht, dann könnt ihr euch andere Demos angucken, so ungefähr. Und da möchte man natürlich auch, dass die Leute, die sich die Demo angucken, möglichst einen Ersteindruck bekommen. Das heißt, es muss genug Spiel rein, dass man diesen Ersteindruck bekommt. Aber nicht so viel, dass man zu viel verrät, weil man möchte ja später auch noch das Spiel verkaufen. Beim Multiplayer ist das leichter. Ja. Weil nämlich ein Multiplayer ist immer anders. Ne? Und deswegen ist das ein bisschen schwierig bei so einem Singleplayer-Ding. Ja. Genau. Deswegen haben wir, weil wir bei der Spiellänge und Spielgröße, die wir jetzt machen, noch keine Erfahrungen damit gesammelt haben, Oh ne. unterschiedlich lange Demos auf den Messen veröffentlicht, die wir im Laufe des letzten Jahres besucht haben. Und haben die Leute auf den Messen dann diese Demos spielen lassen und festgestellt, dass im Schnitt etwa die Leute eine halbe Stunde spielen. Da gibt es natürlich Ausnahmen. Einige Leute, die hören gar nicht auf zu spielen, die kann man den ganzen Tag daran setzen. Und einige Leute, die brechen auch früher ab, wenn sie merken, oh, das ist gar nichts für mich. Aber im Schnitt war es immer so ungefähr eine halbe Stunde, wenn man jetzt Zeit hatte und die Leute spielen konnten. Und das hat uns dann auch dazu ermutigt, uns auf eine Spiellänge festzulegen und zu sagen, okay, hier können wir jetzt einen Schnitt machen. Dann haben die das Spiel kaufen, am Ende noch wirklich einen großen Batzen, was man da wirklich alles auch entdecken kann. Und es kommen dann auch später noch neue Features hinzu. Zum Beispiel wird es in unserer Demo dann noch keinen Handelsscreen geben. Man kann noch nicht handeln mit Items. Aber man kann schon mal welche sammeln und im Vollpreisspiel kann man die dann später auch, kann man auch später noch andere Sachen kaufen. Bei einem Händler zum Beispiel, da haben wir uns entschieden, das nehmen wir jetzt aus der Demo erstmal raus, weil das würde zu weit führen. Die Demo würde dann zu lang. Und wir hatten mal eine lange Version davon, ja. Tatsächlich. Ne? Da haben Leute 3 Stunden lang gespielt. Genau, richtig. Also das kann man auch machen. Also man könnte zum Beispiel nach Promotion sagen, also wir können ja, was weiß ich, noch irgendwen einladen, der dann noch mal länger spielt, zum Beispiel auf Twitch oder auf YouTube oder sowas vor Release, dass man noch mal reingucken kann ins Spiel, bevor es veröffentlicht wird. Und zwar etwas länger als die Leute, die die Demo gespielt haben. Trotzdem soll die Demo ja erstmal einen Ersteindruck geben und wir hoffen, dass sie eine halbe Stunde etwa, das ist ja natürlich auch spielertypabhängig, ne, ob die irgendwie sich sehr lange aufhalten an irgendwelchen Ecken oder nicht, ausreichen sollte, um einen ersten Eindruck zu bekommen, um eine Entscheidung zu fällen. Ist das was für mich? Ja, das haben wir jetzt vor. Das heißt, wir müssen uns genau jetzt hinsetzen und diese Demo fertig machen. Das hat allerdings einige Hürden. Also momentan sind wir zum Beispiel mit einigen Sachen noch nicht ganz fertig. Ach was. Und die sollen aber noch in die Demo. Das heißt, man muss jetzt gucken, dass wir noch ein bisschen Bugfixen. Dann die Sachen, zum Beispiel ein Intro hat die Demo aktuell noch nicht, aber es wäre schön, wenn sie zum Release eins hätte. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das zeitlich hinkriegen, denn man muss so eine Demo vor Veröffentlichung der Demo zum Beispiel auch noch bei Steam einreichen und die müssen dann ihr Okay geben. Und sowas muss man immer berücksichtigen. Man kann nicht sagen, ach, ich veröffentliche jetzt morgen meine Demo, lädt die hoch und drückt aufs Knöpfchen. Dann sagt Steam, nee, das geht so nicht. Wir haben uns das ja noch gar nicht angeguckt. Dann muss jetzt aber noch mal ein paar Tage warten. Oder wenn man zum Beispiel eine USK, eine Altersfreigabe dafür haben möchte, dann muss man sich auch vorher darum kümmern. Ja, was um Himmels Willen gucken die sich denn da an? Die gucken, ob das... Keine Ahnung, ob das gut genug ist, um auf ihrer Plattform zu erscheinen. Wir haben echt keine Ahnung, was sie sich da angucken. Keine Ahnung. Nee. Aber sie gucken es sich an. Sie brauchen ein bisschen dafür. Ja. Dasselbe gilt auch für die Shop-Seite. Wenn man zum Beispiel auf Steam eine Demo veröffentlicht, kann man sich entscheiden, ob die Demo eine eigene Shop-Seite bekommt oder ob die nur auf der Haupt-Shop-Seite erscheint, wo später auch das Vollpreisspiel erscheint. Es gibt immer so eine Art Button, ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Steam geht und guckt euch das an, dann gibt es so einen Button, da könnt ihr draufdrücken und sagen, Demo spielen. Das gibt's immer. Aber manchmal gibt es auch eine eigene Shopseite. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass Spieler nur für die Demo eine Review dalassen können und sagen können, okay, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen oder sonst irgendwie was. Und das beeinflusst zum Beispiel auch, wie Steam dich sieht. Ja, ob die sagen, okay, das Spiel, die Demo scheint ja ganz beliebt gewesen zu sein. Oder, ach nee, doch nicht. Interessiert kein Schwein. Genau, und wenn das kein Schwein interessiert, dann wird es auf so einem Festival auch nicht so weit angezeigt. Das ist immer schön, wenn
man ja, die Leute dazu kriegt, irgendwie mit diesen Sachen auch zu interagieren. Entsprechend an euch, wenn ihr Bock habt und Interesse, dann haltet die Augen offen. Vielleicht wissen wir ja jetzt schon, also zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung, wann genau die Demo erscheinen wird. Dann schaut euch die gerne einfach mal an und ja, spielt das ein bisschen. Dann habt ihr zumindest mal einen Eindruck, wie der Spielstart in unser Spiel ist und ob euch diese Art von Spiel gefällt. Und dann sind wir alle wieder etwas schlauer. Ja, wunderbar. Genau. Demo halt. Ne? Ja. Hast du eine Community-Frage? Ja, habe ich auch. So. Genau, diese Frage, die kommt regelmäßig und immer wieder. Darum habe ich sie mal wieder aufgegriffen. Frequently asked questions. Ja, das ist tatsächlich witzig. Die Frage lautet folgendermaßen. I have a question. For your next project, will be another smaller game or do you think you will make another game like Gothic with a bigger scope? Also, ich übersetze, habt ihr beim nächsten Mal, wenn wir Kralon released haben, wieder vor, ein kleineres Spiel zu machen oder wieder ein großes, so ähnlich wie Gothic? Und die Antwort darauf ist, momentan ist nicht ersichtlich, dass wir jetzt auf einmal wieder personenmäßig explodieren oder große Spiele machen. Darum ist die Wahrscheinlichkeit, wenn Kralon den Menschen da draußen gefällt, also euch, sehr hoch, dass wir ein anderes Indie-Spiel machen. Ja, das ist das Wahrscheinlichste aktuell. Und wo das dann am Ende hinführt, das wissen wir noch nicht. Genau. Ne? Das lassen wir offen, aber ja. Ja. Cool. Ideen haben wir immer. Ja, mehr als wir umsetzen können. Ja. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Dankeschön. Ja, eure neue Fragen gerne unten rein. Spielst du viele Demos? Ich glaube nur beruflich. Ah, aber doch, natürlich, sicher. Ja. Bist ja auch in irgendwelchen Juries und so, ne? Ja, wann habe ich das letzte Mal eine Demo gespielt? Ewig her, tatsächlich, ja. Ich habe letztens die Demo gespielt von Causal Loop. Ah, ja. Echt cool, ist jetzt auch raus. Könnt ihr euch angucken. Habe ich auch gespielt, die war gut.